Wir kämpfen uns hier durch. Aaron streamt, glaube ich, zeitgleich zu uns. Das macht aber gar nichts. Wir wollen Quantität, keine Qualität. Masse statt Klasse ist das Motto bei Daddeldon. Aaron uns jetzt auch schon überholt mit der Story, deswegen konnte ich seinen Stream gar nicht mehr weitergucken. Aber damit noch mehr Verwirrung herrscht, wir haben dasselbe Pferd. Was denn jetzt schon wieder? Ja, na klar. Kein Problem. Oh, da schreibt schon der Erste. Auf diesen Stress bin ich gar nicht vorbereitet. Nun warten Sie. Kann natürlich aber auch der Nightbot sein, der bei Aaron reindonnert. Da müssen wir mal gucken. Warte. Aber keine Sorge, wir starten den Stream. Nicht Aaron, sondern Stream. Was bin ich denn hier? Rumbums, Abriss, Jungs, ey. Leute. Das ist ein Stress. So, das ist Aaron, das ist Sven. So, wir müssen Sven aktivieren, damit wir wissen. Ach, Julia. Hallo, Julia. Schön, dass es dich auch noch gibt. Wie geht's dir, Julia? Oh, so. Was ist denn jetzt der Plan hier überhaupt? Oh, Alter. Ich bin ja so ein bisschen fertig, ne? Ich weiß nicht. Lange her, dass mich eine Krankheit so mitgenommen hat. Das ist, verwundert mich nun doch. Haben wir hier oben irgendwie noch was? Nichts Spannendes, alles klar. Ist doch schön, dass wir die Karte so einigermaßen aufgedeckt haben jetzt langsam. Da oben, der Norden fehlt noch so ein bisschen. Aber das ist gar kein Problem. So, wir könnten hier hinten eine Jagd begehen. Und das werden wir auch noch machen. Jagd mit Pearson. Dazu werden wir mal ein bisschen... Hä? Da war eine unsichtbare Wand. Hier ist eine unsichtbare Wand irgendwie. Ah ja, jetzt geht's. Dafür werden wir ein bisschen dorthin reiten. Haben auch ein bisschen Geld wieder in der Kasse. Aber ich glaube, es gibt nichts mehr zu kaufen. Wie hieß eigentlich unser Ross jetzt? Hat er schon einen Namen? Tinker war das, ne? Tinker. Genau. Die anderen Mädels schlafen ruhig im Stall. Und wir gehen mal gucken, was wir hier jagen können. So. Moin, Pearson. Yeah, I have time for you. Sure, old man. Enough of that old man nonsense. I'm in the prime of my life. Oh, I'm sorry. How you getting on? Bored. You see that swamp, Arthur? That's God's own pantry. What are we eating? Venison? Come on, let's go gather some crawfish. See what else we can get. Crawfish? Yeah, crawfish. Finest eating there is. It's not just crawfish. No. There's monsters out there that'll eat a feller for fun. Oh, Arthur, I thought you were a man. No, sir. When it comes to prehistoric monsters, I am very much a coward. Ach, die paar Krokodile sollen uns ja nicht aufhalten. Jetzt sind wir mal mit dem Boot hier unterwegs. On the starboard side. What? My left, your right. This is a boat, Arthur. Okay. Whatever you say. Und wir müssen irgendwie nach rechts. Gar nicht mitbekommen. Schon lustig gemacht, die Steuerung. Und jetzt gerade. Okay, go slow so I can see. My eyes aren't what they used to be. No, ground is too high here. Keep following the shoreline. What exactly are we looking for? We're looking for low ground and a lot of muck. So. Kann auch ruhig mal ein bisschen schneller paddeln hier. Also, sorry für das bisschen Gehuste, was ich ab und zu hier am Tag lege. Oh, wenn ihr wüsstet, ne, ich schwitze, ich friere. Yeah, come on. Schon schön gemacht hier mit der Steuerung. Man sieht auch, wie das Paddel eingehalten wird, wenn ich lenke, ohne Gas zu geben. There's more than crawfish in these waters. Und er springt trotzdem ins Wasser rein, oder was This stimmt is mit the ihm? place. Now tell me, Arthur, have you ever birthed a cow? No. Man, it's nothing like that, but it's equally as gruesome Hallo. if you're squeamish. You're really selling this, aren't you? Schön die Fußabdrücke im Matsch hier.
Ja, Now, do you see this stylisch. hole? Yep. Well, it's sort Yep. of like a natural trap. Just want to stick your hand and watch. And there! There, you see? Good. Seems easy enough. Uh-huh. Let's go find another hole. Okay. So, how long were you in the Navy? Oh, years. Well, it must have been a year, at least. Or close to that. That's quite a range. All water under the bridge now. Hier No ist pun kein Loch. intended. Da vorne ist ein Loch. Da will ich hin. Oh, look there. Another crayfish hole. You see it? Ja. You Jetzt try möchte this ich. time, Arthur. And remember to reach down deep and get right in there. They like to dig Okay. in, the little blighters. Durchsuchen. Best not to think about it too much. So, ich muss hier weiter rein hier. I got something. Ah Go ja. nice and deep. Nicely done. Why don't you see if there's any more down there? Soll ich nochmal probieren? I bet there's more down there. There we go. What did I tell you? Drei Come Flussbäche. on, let's try another hole. Won't be much of a gumbo if we don't find some more. So, ein bisschen Ausschau halten. Da vorne auf der anderen Insel könnte noch ein Loch sein. Get down. Auch Krokodil. 2 Krokodile. Talking of other creatures. There. Those gators? Yeah. 3. And they're female. Must be guarding nests. So, Gator eggs. Really valuable. Even better eating. I love cooking with them. okay. Tell you what. I'm gonna sneak over to the other side of them. Draw their attention. And then like hell. Now, assuming I don't get eaten, you go plunder the nests. That's your plan? You're madder than I thought. I've done it before in Sumatra. It's easy. I've heard that line before. Oh, ye of little faith. Wait here, Mr. Morgan. Okay. Also da links hängt noch ein Krokodil. Sehe ich das richtig? Oh, Leute. Oh. Nicht gut. Todkrank bin ich. Sogenannte Männergrippe. Aber ich habe hier schon einen Tee stehen. Das wird schon. Okay, wo könnte das Nest sein? Das sieht nach einem Nest aus. Ah, nicht drüber stehen. Sehr gut. Drüben ist noch ein Nest. Und da ist noch ein Nest. Und jetzt wird es gleich Probleme geben. Wahrscheinlich kehrt zum Boot zurück. Da hinten sind die Alligatoren. Muss ich ein bisschen umschwenken. Außer das sind dicke. Achso, das sehe ich jetzt nicht, ne? Ja, geh mal ein bisschen in Deckung. Gucken wir uns mal die Alligatoren an. Aber ich kriege keine Wertigkeiten, ne? Das wie gut die Alligatoren sind. Schade. Gut, da haben wir schön ein paar Alligator-Eier. Von hinten kriege ich Besuch. Und ich kriege noch mehr Besuch. Oh. Ich dachte, ein paar Headshots würden reichen. Okay, nochmal neu starten.
Die haben wohl mitbekommen, dass ich die Eier geklaut habe. Müssen ja auch nicht dumm sein, so Alligatoren, ne? Die denken sich sicherlich auch, ey Digga, der hat meine Eier geklaut. So. Ja, wie gesagt, ich habe das ja schon mal ein bisschen... Oh, wir müssen noch warten, ne? Wir sind wieder auf der Phase von dem Spiel. Es kränkelt mich und habe halt Husten und schwitze, aber trotzdem friere ich. Es ist halt nicht angenehm. Aber es wird schon. Ich bin ja nicht so eine kleine Mimose. So. Jetzt sind sie abgelenkt. Können wir uns vielleicht ein bisschen mehr beeilen. So, zu dem zweiten Nest. Und dann darüber zum dritten Nest. Und dann kommen sie auch schon wieder. Leider haben wir immer noch keine gute Waffe dabei, aber wir wissen ja, wie wir sie erlegen können. Zudem sind sie nicht so schnell. All right, sir, take us back to the dock. Excellent. That's what I call teamwork. So, diesmal sogar ohne Erschießen. People pay a lot of money for those That's things. nice. I'm told there's a collector in Saint Denis who gives top dollar for them. For military of all things. Yeah, because who doesn't want a hat with an... That was fun. I must get out more. Is that your idea of fun, is it? Oh, what? Thank you. Here, have some crawfish. I'll give you some of those eggs. Hey, maybe you could hatch that, get yourself a new friend. There's a thought. A new reptilian best buddy. To replace Mike, I suppose. Okay. Haben wir die Yacht auch und dann können wir jetzt zu dem Haar laufen. Mal gucken, was derjenige möchte. Freunde mit Gewissen, was? Die Trophäe muss ich mir kurz angucken. Freunde mit gewissen Vorzügen. Schließt in jedem Lager eine Gefährtenaktivität ab. Okay. Aber ist das das letzte Lager, was wir haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, es ist wie es ist. Und wir laufen jetzt zu Haar. Gucken, wer Haar schon da war. Im Lager können wir uns schwer nicht bewegen. Nicht ordentlich. Hier, Dude. Hosea. Hosea? Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh, yeah. Old friend Dutch Van der Linde's finally showing his true colors. Social climbing. Old Senor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. Unser Bart wächst prächtig. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ah, Julia, wie geht's dir denn? Auf die Frage hast du noch gar nicht geantwortet. Du hast ja auch immer allerlei Leiden. Ein Leidensgenossin bist du eigentlich. Meine Leidensgenossin. Und Julia, hast du auch Lust, Let's Plays zu machen? Das ist die nächste Frage. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often.
There can be fine pickings. Oh, no pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I'm sure that we will find something. Okay. Gentlemen, Luca, I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he's expecting you. Follow me, gentlemen. Wir haben nur eine Pistole abgegeben, von mindestens 2, die wir dabei haben. This way, please, gentlemen. Senior Bronte will be so pleased that you made it. We are honored to be here. That's wonderful, wonderful. Come this way. What a beautiful evening it shall be. Mr. Bronte is a very good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Senor Napoli. As long as the man behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has that thing, you know, respect. Jose, Bill, you join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Come. Okay, we join the party. Wie kehren zur Escort zurück? Achso. Ich da was verpasst. Ich dachte, ich muss die Party joinen. Moin Jungs. Soll ich hier hoch oder was? Ja, ich bin ja unterwegs. Kann ja nichts für dieses Haus hier. Ist sicherlich nicht gewollt, dass ich hier lang gehe, aber dadurch können wir hier schon mal was untersuchen. Lesen. Brief vom Bürgermeister New Yorks an Angelo Bronte aus dem Büro des Bürgermeisterrates der Stadt St. Denis, Lemoyne im Mai 99. Mein teurer Angelo, wieder einmal steht die Stadt in deiner Schuld und bin sprachlos auf deine Großzügigkeit. Deine großherzige Spende wird der Eckpfeiler sein für die Finanzierung unseres Traums, in unserer Stadt eine weltberühmte Universität anzusiedeln. Wir sind auf dem besten Wege, die nötigen Mittel sowohl für die theologische Fakultät als auch für den geisteswissenschaftlichen Hochschulen zusammenzubekommen. Die zukünftigen Studenten von Le Mans haben der Vision von Männern wie dir eine Menge zu verdanken. Ich bin dir auf ewig dankbar. Jetzt haben wir den Mission nicht completed. Dann machen wir nochmal neu. Das machen wir nochmal neu. Aber dafür haben wir das ja schon gelesen. Müssen wir es nachher nicht lesen. Ich habe so zurzeit so einen Kamillentee mit einer Ingwer-Variante. Also 3 Dinger Kamille mit einem Beutel Ingwer drin. Ja, ich weiß, frischer Ingwer ist 3-mal geiler. Aber ich habe gerade keinen frischen Ingwer. That's wonderful, wonderful. What a beautiful evening it shall be. Mr. Bronte is a very good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Senor Napoli. As long as the mayor behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has that thing. Naja, das haben wir alles schon gehört. Lass mich mal durch hier. Jose, Bill, you join the party. Achso. We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Einfach hat er nicht gesagt. Das meint er auch so nicht. Das sieht man auch, dass er diese Treppe hochgeht. Das war ja mein Grundverdacht. Sie haben eigentlich alle einen Hut auf, nur ich nicht. Also mindestens Dutch hat einen Hut auf. Bei meiner Frisur wäre ein Hut auch angebracht. You've arrived, and you've washed per la prima volta questo mese, senza dubbio. This is quite a party you've invited us to. Yes, quite something, although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte? No, not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one.
See that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for $1, and I mean anything. Politics is a foul business. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war, and a hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that is Hector Fellows. This self-righteous newspaper man. Maybe you'll kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such, not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. None taken! All these vulgar people. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and scoop cows out on the open range. Those sure were the days. Good day. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you... As a guest, yes. As my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Ok, ragazzi, adesso il vino buono. Aha. To the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. Direkt abgeschlossen. Da waren wir aber schon drin, ne? Okay, also wir wissen ja, was in dem Raum ist, das ist ganz gut. Oh, Vicky, schick ein Herz. Ich schicke ein Herz zurück an Vicky. Hat Aaron aufgehört zu streamen, oder? Wieso ist Vicky hier rüber gewechselt? So, muss ich durch die Tür oder kann ich auch durch die Tür? Ja, sehr schön. So, Dutch, was sagst du? Das hätte er mal vorher sagen sollen, dass hätte ich mir das gemerkt, wie der Bürgermeister aussieht. Ich bin mir sicher, er ist ein Kerl. Das glaube ich nicht. So, wer war denn nun der Bürgermeister? Er vielleicht hier? Good evening, sir. Alfred Lafonde. Gilbert Knightley. Okay. Hi there. Hello. This is turning into one of them days. Hello there. Sort of. Original. Soll ich ihm mal helfen hier? But I left many moons ago. And you? You okay? Das ist sicher Bürgermeister. The pesky nut! What a way to go, eh? Oh, thank you, sir. Oh, yes. Oh, thank you. Ja. You, Mr. LaFond. So, wir gucken mal weiter. Bist noch am Kränkeln. Ja. Sogar
Von Tag zu Tag Can I help you, sir? schlechter gehend. Not quite sure yet. Albert Daniels. Hm. You're in Tilden. This is Mr. Hector Phelps. Sure, I heard you went. Outrageous. Wer war denn der Bürgermeister hier? Ich habe doch so ein schlechtes Gedächtnis. Warst du der Bürgermeister? Und du hier, alter Mann? Wonderful to see you again. Nee. This intellectual here was Er just vielleicht auch. insulting me regarding the Redskin. I did no such thing. Ah ja. Mr. Lemieux, I suggested that all of us as Americans had a duty to take care of people living in this land. And that extends to Saint Denis. It ain't complex, Lemieux. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy. You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. But this man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah, hey, what say you and me cool off? Get your hands off me. Come on, sleep it off. All right, okay, goddammit. So. Jetzt haben wir ihm also einen kleinen Gefallen getan. Count to 1,000. Then you can rejoin. Thank you, sir. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. That's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. Ryder? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? My lord, they're fantastic. Excuse me, monsieur, please. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in silent in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Did he say something about Cornwall? Yes. Find out what. Okay, wir sind auf einer Undercover-Mission. Aber wir haben genügend Assassin's Creed gespielt, um zu wissen, wie das geht. Halt ein bisschen Abstand und jetzt gehen wir hinterher. Auf jeden Fall, unser Haar wird schön lang langsam. Das gefällt mir. No problems? Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Turner. Gut, gut. Das haben wir schon mal belauscht. Das müssen wir auch noch belauschen. The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Marie! Marie! Find that little reprobate Jip and beat him. I will not have standards slip in this house. Have you lost your mind? I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Look at me. Who do you think you are? This area is not meant for the likes of you. You know this. The standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Now get out of my sight.
Okay. Jetzt geht er hoch. Dann müssen wir wieder her. Bisschen flotter, wenn geht. Da steckt er was hin. Alles klar. Und schließt das ab. Ist jetzt raus? Wahrscheinlich. Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Extremely confidential. Very interesting. Okay. Das ist der Zettel, den wir vorhin schon gelesen haben. Jetzt gehen wir einfach mal wieder zurück, damit das hier nichts abbricht. So läuft das doch ganz gut hier. Hello there. What's gotten into you? Hallo Dutch. Find anything? I think so. No. This town is a waste of time. Maybe not. I think... Gentlemen, I think we're done here. What did you find out? There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of the big bank. Real one, I mean. But not yet. A city bank? Maybe. And a stuffed one. If we're gonna leave, that could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Come on. Here comes Lenny. All right, let's get in. Go home. I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk all so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Dutch hat eine Idee. Dutch ist der Kopf der Bande und wir sind einfach nur so ein dummer, schießwütiger Typ. Mit ein paar Prinzipien. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Hosea is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law react. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the tailor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Gut.
Und wir haben noch die Mission mit M dort. Gehen wir hier raus. Mal gucken. So, was hat Aaron gesagt mit nach unten klicken? Und die Zeit wird sogar angezeigt. 8:12, okay. Und wir sind auf jeden Fall guter Bursche im Vergleich zu Aaron. Apropos guter Bursche. Können wir ein bisschen... Mr. Morgan, can I ask you a favor, if it's convenient, I mean? Sure. If you're out on your adventures and you see any herbs for seasoning, would you mind grabbing them for me? Seasoning? Yes. Don't tell Mr. Pearson. Okay. I'll see what I can do. Okay, Gewürze. Wo werde ich die los? Apropos Sachen loswerden. Kann ich hier ein bisschen spenden. Don't forget to go hunting, Mr. Morgan. All right, Pearson. Fine, but Ganze make sure you Alligator-Eier get a hier. price for it. So. Thank you, Arthur. Hi, Javier. Ein bisschen Fisch gespendet, okay. So, und wir müssen hier auf Tinker springen. Tinker muss noch ein bisschen eingeritten werden. Ich hätte gern Tinker nicht in weiß, sondern in einer anderen Farbe, aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Nee. So. Wildschweine, Tee. Wo war das M immer? Was ist das? Schneiden. Okay. CC Fragezeichen. Ich habe ein M gesehen irgendwo. Ja. Naja, machen wir es mal einigermaßen auf dem direkten Weg hier. Da hinten wird schon wieder wer vergewaltigt oder so. Diesmal gehen wir mal helfen. I don't care if you're a tax collector, post collector, damn census taker. If you're in this... Oh, shit! Please, God! Hellfire! Ein guter Dude sind wir. Neues Pferd, ja, neues Pferd. Dasselbe wie Aaron. Das ist so ein Araber. Ist zurzeit wohl das beste Pferd, was es hier gibt. Ja. Vorhin wird geangelt. Können wir auch mal Tag sagen? Hey there, partner. Go on, get. Scheint nichts Spannendes abzugehen. Schafft er es hier hochzuspringen? Natürlich nicht. Komm ich ja wieder rauf irgendwo da hinten oder so? Komm schon, hier schaffst du das doch, oder? Nein, nicht wieder runterspringen. Ja. Ist nicht so gut. Was ist das für eine Hütte hier eigentlich? Können wir die... Das ist eine verfallene Hütte, ne? Da geht sicherlich was ab. Hat das auch einen Namen? Ja, das heißt Tinker. Natürlich hat das einen Namen. Du kennst mich doch. Ich und meine virtuellen Tiere haben immer einen Namen. Habe einen legendären Fisch gefunden, okay. Was ist mit diesen Dingern hier? Ist das ein ganzer Zug? Ne, ist nur Waggons. Aber ich glaube, ich höre einen Zug kommen. Here we go. Guten Tag, guten Tag. Das ML.
dachte, irgendwo war was mit M. Auch erstmal die kleinen Nebenmissionen. Was macht er denn? Auf einmal ist er nur noch geradeaus geritten. Deswegen eindeutig gesagt, er soll die Kurve halten. Aber naja. So. Hier wollen wir natürlich nicht durchhalten. Aber es hat alles sehr eng hier auch. Ah, ist hier ML hier meine Freundin, meine Ex-Frau. Oder Ex-Freundin, wahrscheinlich. Arthur! Ja, ja, wo denn? You came! Yeah, I came. So, what do you need? Wait there! I'm coming straight down! Arthur, Hello, Mary. you came. Sure. Whenever you call for me, I'll come. Oh, Arthur. What's wrong? Daddy. Your father? I'm a bigger fool than I even thought. I'm begging you, Arthur. I know Daddy was not kind to you, but surely you cannot hate a man for the sin of loving his daughter and wanting better for her than Than me? than the choices you make. What choice did I have? Did I ever have? Oh, I know. You had to live by your code. But your code is... well, it's not right. Has your way been right, Mary? With you? And Jamie joining a bunch of crazies? And hypocritical daddy with his drinking and whoring and gambling? Huh? Is that what a pure life has gotten you? Begging me for help? Oh, Arthur. Be kind to me. Please. Sorry. I should have asked someone else. But I'm the best guy you know at frightening decent people. it wasn't that I didn't love you, Arthur. You know that. Oh, Arthur. We were so very young. Think how different life could have been. Yeah, I think about it. A lot. It all seems so long ago and far away now. Will you help me try to save Daddy? Na klar. Come along, Dad. Where are we going? What's the old lovable patriarch been up to now? Oh, Arthur, you know sarcasm is beneath you. He's been gambling and drinking and other things. Oh, the filthy rotter. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart stables. Something about a horse. It's down by the water in the warehouse district near the train yard. Come on, then. Don't be a pompous ass, Arthur. It doesn't suit you. Oh, should I leave that to Daddy? Leave Daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in that. No, Arthur. I should have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But... well... I don't know. Gut. Wohin? Da. Okay. So what do you think he's up to? I'm not sure. He keeps saying it's a disgrace a man of his standing has to ride around on some old nag. Standing? He's usually falling down. Arthur. He wasn't always this way, but it has got worse. He's drinking and gambling more than ever.
pawning things off left and right, mixing with bad people. I'm just scared for him. Don't worry too much. Whatever it is. This is the place. Let me go in and see what kind of a state he's in. Sure. I'll wait here. Good luck. Scream if you need any help. Very funny. You can't stand there. What, in the street? Yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Why? I said, just get out of here. Listen, partner. I'm waiting on the lady. She's a fine lady. She's just gone inside. If I wasn't waiting on this lady, you'd be dead already. But if you continue to irritate me, I'll kill you. And make my apologies to the lady. It's your call. Oh, I didn't mean nothing. Been so demeaned in my life. Apology accepted. Oh, wait right there. I have half a mind to kill you myself. Daddy! No. Oh, Daddy, please, come home. You're tired, Daddy, tired I and am no unwell. such thing. You get away from me. You head home. I insist upon it. Leave me be. Damn nuisance. Excuse me, partner. Still as charming as ever, I see. Oh, Arthur, he's up to no good. We better follow him. Okay. Okay. Wir folgen ihm. Na klar. Jetzt werde ich entdeckt. Schon wieder eine Schleichmission. Und ich schleiche hier lang und verstecke mich in der Ecke und schleiche weiter. Oh Gott, wie das aussieht. Da ist er. Mädchen, pass auf. Geh nicht so dicht ran, du musst mehr schleichen. Wir schleichen mal hier rüber. An die Ecke. Gut, dass sie sich gar nicht versteckt. You can see why he has such a high opinion of himself. Und schleichen wir zur nächsten Häuserkante. Arthur, come on. He just went between those crates. Das ist er wohl. Da sehe ich Stress dahinter. Come here, quick. Mary, so eng an deinem Körper. Ah. Ah. You think he saw us? I don't think so. What did you say to me? I didn't say a thing insulting. I'll wipe that goddamn smirk clean off your face. Ain't you a little old for brawling, mister? Damn you! Prügel dich doch mal. Ich prügel mich da mit. Aber was ist los mit dir? Du musst gebückt gehen. This is kind of fun. He'll hear you. Oder kommt schon einer. I didn't realize I was here to impress anyone. Kommt Blick im Blick her. Ja. Kann man nicht entkommen. Oh nein, er ist um die Ecke gegangen. Was tut er nur? Hier ist gerade eine Gasse. Hier ist die Gasse. Ja, ich mach noch langsam. Ich stehe doch hier hinter der Karre. Hier hinter stehe ich. Wie soll er mich so sehen? Mann, ist das eine spannende Mission. Oh, da fliegt mir gerade das Handy runter. Oh, Alter. Ich bin im Fieberwahn. Jetzt muss ich da hinterher. What's he doing? What do you think he's doing? Well, he's waiting for a woman of maybe his clothes. He's trying to sell something. So, Ashton, you got the money? Seems he's selling something. Have you got the brooch, Mr. Gillis? Yes. Here. Here's the money. That is beautiful. It's a family heirloom. That was Mother's brooch.
Not any longer, Mr. Gillis. Enjoy the money. And should you need any more, I can offer you a loan at a very reasonable rate of interest. No, thank you. I've heard what happens to folks who take loans from you. It's not even his to sell. It's just a brooch. At least he didn't get himself killed. You don't understand. Mother left it to me. You sold my mother's brooch? How could you? You? That's theft. Oh, speaking of thieves, I see you found your outlaw again. Hello, sir. Have you been well? Daddy, how could you? Mary, wait here. I'll go get the brooch. Don't hurt anyone, Arthur. Niemand wehtun. Okay. Muss ich hier rein? Scheinbar nicht. Weil der Bereich ist auch da hinten. Das ist ein ganz anderes Haus. Hey, you bastard! Hold her right there! Ah ja. Er muss auch da hinterher schreien. Wenn ich jetzt hier ein Pferd klaue, habe ich doch wieder Probleme. Let's go. Naja. Okay, wohl nix. Hey! Stop that coach! Könnte man. Get back here! So. Tinker läuft uns auf jeden Fall hinterher. Stop that damn coach! God damn it! Ich soll ja niemanden erschießen, ne? You stop right now! Geht gar nicht. Geht gar nicht. Dann nehme ich alles zurück. Es ist gewollt, dass ich da hinterher laufe. What the hell? Guten Tag. Fahrt zu einer abgelegenen Stelle. Aha. So geht das also. Wo soll ich denn da hin? Ich muss doch jetzt nach links oder so. Damit ich hier nirgendwo stecken bleibe. This is insane. So. Get out of there! Leave me alone. Leave me alone. It's just a brooch. I want that brooch. It wasn't Gillis's to sell. I bought it fair and square. How much do you want for it? I guess I could give it to you for $100. Kaufen wir das mal. Wenn wir ein guter Junge sein wollen. Here, take the damn thing. Crazy son of a bitch. You don't know who you're messing with. Somebody's gonna pay for this. Mal einen Warnschuss geben. Bin ja ein netter Dude. Here. Where's your father? I don't know. You want me to go find him again? Not really. Let's take a walk.
I'll take you to the trolley. Thank you. Got you your brooch back. I will ask. Probably best not. Hey. What are you doing now? Right this moment? Why'd you ask? Well, I was wondering if you wanted to do something. Head to the theater, perhaps. Theater? Me? Sure, why not? It'll be fun, Arthur. Let's go to the Relure. They have the strangest acts. Strangeness I can handle. Well, it's the normal business of life. I can't seem to get a grip on. You and me both, Arthur. Oh, I've missed you. Don't start. You're an idiot, but you'll always be my friend. Well, of course I'm your friend, but you ain't always fair with me. If I was fair with you and a good person, I'd have had you hanged a long time ago. Well, that's true. So, shut up and act like a gentleman, or at least try to for once in your brainless life. You're not a very nice woman, Mrs. Lynn. Well, look at the company I keep. I know, it's quite dreadful, isn't it? Sort of beautiful, in a gaudy and tasteless way. It's the only way I know. Thank you. Oh, no, I didn't mean it like that. I'm sure. Eine Kaffeetasse, was You Vegeta silly postet. man. Come on, let's go find our seats. Bin lieber für eine Teetasse zu haben. So, wenig netter Mann, der die Dame ins Theater ausführt. Jetzt postet sie ein Stück Kuchen. Ach. Also gehe ich davon aus, dass sie jetzt Kaffee trinken wird. Und wir gucken uns das Theater jetzt an. And thank you for that thunderous applause. I am Aldridge T. Abington, the greatest assembler of entertainment since Nero himself. Do not doubt. As a child, when I walked the horse manure-covered streets of Saint-Denis, I never dreamed of the stir I would create in this locality as a proprietor Are you of in the a rush, greatest Arthur? show ever assembled. Prepare for the grandest excitement of your curiosity. Fire, snakes, and magic. I encourage any of you to dabble in all three if you have a settled aversion to manual labor as I do. For entertainment is a gift that will see you through the winter better than any packed larder or root cellar full of canned goods. Now, ladies and gentlemen, please welcome a truly stunning musical performance to the stage, Miss Robin Koninsky! Woo! Jetzt kann ich aber nicht jubeln. Robin Koninsky. Thank you for joining us. Now let's talk a little bit about this place we all love called Saint-Denis. Die klatschen immer noch alle. They come from Road Strawberry and Valentine, singing a song and drinking wine across Bayou Swamp and over the sea. We're heading down to Saint-Denis. If your wagon is broke, get to the blacksmith shop. Don't worry yourself with planting a crop. The girls are wearing a brand new gown. We're heading to the Saint-Denis town. Carpetbaggers, coal miners, and mountain folk, loosen them stirrups and let off that yoke. Pretty young things say, come with me in the parlors and brothels of Saint-Denis. The porter is drinking and the whistle just blew. The trains are heading to the land of voodoo. You won't sleep a wink, I can guarantee.
Jetzt sind wir mal verärgert. Okay, geh mal raus. Come on, let's get out of here. Oh, okay, sure, if you want. Reckon we've seen the best of it. All right, you better take me to the trolley now, Mr. Morgan. Of course. Quite ridiculous, but shame we couldn't stay longer. Sorry. My life wasn't supposed to... Oh. Is it too late for us, Arthur? I can't lie to you. I'm a wanted man, Mary. If anyone close to me, well, they're wanted too. And I can't have you wrapped up in that. But it's coming to an end. This time it really is. Run away with me, Arthur. Run away right now and don't look back. I want to. More than anything, I want to. But I've got some people I need to take care of. Once they're free, then I'm free. Then I can disappear. But Arthur... If we're gonna run away anywhere, we need money. Soon, I'll have some. I know you won't run away. But it's a pretty dream. Very pretty. But I will, once I get some money. I had some. But then some fool got it trapped into a town that I can't go back to. It's another story. I'll write you. Chain ist es. Come Sind wir bei dem Thema, wo ist das Pferd? Und welche Mission machen wir jetzt? Kann ich diese Kutsche nicht einfach ziehen? Es liegt also an der Verbundenheit, dass ich nicht zu mir fighten kann. Oder was? Muss ich mal durch hier. Jetzt kommt's langsam, da ist es. Meine Güte, Tinker, was machst du denn? Striegeln erstmal. Und den natürlich füttern, ne? Gut gefüttertes Pferd soll das sein, ja. Good girl. Gut. Dann können wir mal kicken. Irgendwas Neues ist doch hier. SA. Aber wir wollen erstmal zum Frage. Ne, wir wollen erstmal zu CC. Und BD haben wir auch noch. Aber es ist viel zu tun. Erstmal die ganzen Nebenmissionen, dann müssen wir sie später nicht machen. What the hell? Was war das für ein Körper, Alter? Was ist denn hier los? Er schießt mich halt. Was soll das denn? Vicky trinkt Tee. Mein Tee ist alle. Der gute Mensch, der gute Bürger muss auch ab und zu mal erschossen werden. Erschossen werden oder fliehen. Kostet mich auch Geld, aber naja. Da ist Tinker.
So, Tinker, next try. Ich habe gerade welchen gekocht. Hast du's gut? Ich nicht. Aber ich sollte mal wieder einen Tee kochen. Weil sonst wird's nicht besser. Aber erstmal suchen wir hier diese kleine Nebenmission auf. Was denn hier für ein Lärm? Rette Charles. So much for the new. Hey, who the devil are you? As far as you're concerned, I am the devil. Now get out of here. This cad. I said get out of here. Ich wollte ihn doch verprügeln. Naja. Quite know why I did that. Because barbarity is boring, no? It kept me amused some years. You must go, my friend, before the gendarmerie arrive. Hey, he's gonna do right by this fella's Komm wife. her, ich hab frischen You hier. have done right by her. The Ich little bin bird is free. zu I am an krank, um artist, cowboy. rauszugehen. I must do what I feel. Sonst wäre ich ja unterwegs. You come, see what I mean. So, was soll ich machen? So, Way of the Künstler. War es das jetzt schon? Oh, ich sollte mal was essen. Kann ich das ein bisschen angucken, was ich esse hier? Nicht wirklich. Ja, Kekse. Und dann können wir mal gucken, ob wir was anderes mal essen können. Bis auf welche Schokolade. Vielleicht noch eine. Oh, das war ein Gin, aber ist auch okay. Direkt die Flasche zerballert. Hey, hey, lass mich. Hey, hey, hey. Buenas tardes. Buenas tardes. Was ist hier los? I can't believe this is happening. I just need a quick word, please. Was ist denn los? The whole saloon's overrun with rats. I'm losing business left and right. I need to get someone to get rid of them from me. I'll pay very well. I just need. Na klar. Down, let me see what I can do. Oh, thank God. Just be sure not to bang around the place too much. I'll wait out here. Töte die Ratten im Salon. Diese eine Ratte da abonnieren. Noch eine Ratte. Aber zu mal zielen. Man sie auch findet. Hier eine Ratte. Weinbuddel. Okay. Ja, hier auf jeden Fall noch Ratten. Oh, da war eine. Ist jetzt reinkommen? Aha, so. Bitteschön, den Rattenungezieher. Thanks, mister. Take this. Ooh, you earned every cent. I killed worse. Das gab ein gutes Stück nach vorne jetzt. Immer netter.
Der Rattenfänger bin ich wohl, denn ich häng die Ratten so. Fideralala, fideralala, fideralala. Sister, my friend, Mr. Morgan. Oh, sir. Brother Dorkins told me about the wonderful thing you did. Oh, he talks a lot of nonsense. No offense. None taken at all. Hey, stop! These kids that are worse! Don't hurt him, please! Bist du hingelaufen? Da. Das Lasso. Hinweis, wo der Junge verschwunden ist. You alright? Oh, I'll live. Kid did this? You know him? He robbed me. Which way you go? That way, think. Thank you. Gut. Weiter. Get off me! Where's my watch, you little weasel? I don't know nothing about no damn watch. Last Saturday, I saw you steal it with my own 2 eyes. Hey, you! Why don't you leave the boy alone? What's it to do with you? I can hit a lot harder than you. Promise you that. All right, forget it. Little shit ain't even worth my time. Thanks, mister. Oh shit, this can't be real. Was ist denn jetzt hier los? Irgendwas hier. Aufheben. Ah ja. Gesundheit. You want some coffee? No. You sure? Hey. What? I know you. This is Downs? Oh, no. Not you. Get away. Huh? Now. I mean, hey. Help. Help. Hold on. This man is bothering Now. me. Someone help me. Officer, help. Dein Ernst? Was macht denn das Pferd? Da. Komm. Fideralala, Fideral. Na, wie gehen wir hier in diese Gasse rein? Wird er wohl mich nicht finden, oder was? Mister. Hallo Tinker. Wie, tot oder lebendig? Was? Weswegen denn? Hä? Verstehe ich nicht. Danke, Vicky. Vielleicht solltest du dich ausräumen, wie ich hier liegen und ausräumen, damit du wieder gesund wirst. Ja. Ach so, Mario, grüß dich. Mario Seidel. Hey, Amigo, na, wie läuft es? Viel Spaß. Alles gut bei dir, bei euch? Jo, bei uns ist alles gut. Und bei dir so, Mario? Grüß dich erstmal. Vicky, du selbst hast gesagt, vorhin bei Aaron's Stream, ich darf nicht. Ich muss heute streamen. Das war deine Aussage. So, ich weiß aber nicht, wieso ich jetzt gerade gesucht wurde. Kann mir irgendwie, glaube ich, auch keiner erklären. It's a new challenge, Father. When I was younger. So. Mr. Morgan! Excuse me, Father. Sister, I got your cross. You didn't. Oh, I did. Oh, I hope the boy... He's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but who am I to say?
Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but my mother gave it to me when I was a novice, shortly before she passed. You are the most wonderful man. Oh, excuse me, Father. Sister, enjoy your day. Aha. See, Father? Vicky wusste es wieder nicht. Hört man gerne. Mir geht's soweit gut, aber das ist schön. Das ist doch gut. So, sind wir mit den Nebenquesten hier langsam fertig. Wir gucken. Nein, das nicht. Das. Da oben ist noch eine fremde Person. Wieso habe ich jetzt hier ein Kopfgeld von $5? Ja, da muss ich mal irgendwie mal zur Post. Ich kann auch nichts dafür, für die Missionen von anderen Zeiten. Nur weil ich da die Mrs. Dingsbums da als Nutte wiederfinde. So kann man Tinker sich ein bisschen beeilen hier. So ein ungezogenes Ross. Ja, du komm mal hier ein bisschen flotti, Karotti. Du gehst auch immer auf den Gehweg. Du bist ein Pferd. Kein Fußgänger. Junge. Ich glaube, dass die Verbundenheit hier sehr lange dauert. Bei dem Araber. Sorry, habt ihr nicht gesehen. Wo ist wir denn hin? Hier rüber? Oder hier rein? Ja, was geht hier ab? Ich kletter mal kurz hier rüber. Scheinbar nicht. Scheinbar kletter ich nicht rüber. What? Listen, bit of a weird question, but do you know where I might find some moonshine? What? Moonshine. You know, strong liquor. Over strong. Wow, you want to get over drunk? No, it's not for drinking. What is it for? Oh, I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. There's plenty of real booze here. But for shine, well, I'm guessing you'd need to go out into the woods. I mean, I know you'd have to go out into the woods. Now listen, I don't need that much. How much? About 100 gallons. Of shine? Yes, thereabouts. Why? Oh, all right, I'm trying. I'm building a machine. Ach so, Mr. Ford 100 wahrscheinlich. gallons of hooch, your love's gonna come pretty cheap. Please, friend. I'll pay. Just bring it here. It's for a good cause. Well, if anyone knows who's moving that kind of shine. Das soll also das erste Auto werden, ja? Okay. Ich verstehe. So. In dem Typen am Bahnhof. Ist das hier? Das sieht nicht nach dem Typen am Bahnhof aus. Bahnhof ist doch hier, ne? Ja, dann gehen wir mal hier hin. So, dazu links rum und Marsch! Oh, könnte auch ein Bahnhof sein. So, mal gucken. Hier könnte wiederum kein Bahnhof sein, aber naja. Ja, mal gucken, was hier abgeht. Ein Gusch. Ich will hier rein. Ich muss hier so einen Person finden. Den Gärtner oder was? Ich kriege auf jeden Fall keinen Mondschein mehr, oder? One moment, please. This is extremely delicate. Hey. There. Ah, wonderful. Algernon Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps? How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say.
But, you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No, I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. A whalebone might stick in. Well, a cup of tea. Sure. Oh, cup of tea hätte ich auch gerne jetzt. Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist. I suppose I'm kind of an adventurer. Ha! Yes, of course you are. Here, be careful with the china. Sir, it is French. Not Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble, is more their specialty. I fear China will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer, a wanderer, a lost soul cast out from heaven? Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. You do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. Also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I will see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Wieder eine Sammelquest. Okay. Ich gehe erstmal in den Brunnen hinein. Ich würde aber immer noch ganz gerne den Typen... Ja, danke. Hast du je in den Bergen gefunden, wo der Schnee liegt? Nee, habe ich noch nicht gefunden. Da kannst du mir mal die Koordinaten durchgeben, dann kann ich den irgendwann mal suchen gehen. Wo ist denn hier der Bahnhof, wo ich meinen Mondschein herkriege? Irgendwo anders? Ein anderer Bahnhof? Nee. Hier hinten oder so. Hier liegt auf jeden Fall Schnee. Aber ich habe da kein Jedi gefunden. Aber ich habe da einen Araber gefunden. Das Pferd, was ich reite. Gehen wir jetzt zu Fragezeichen als erstes. Das ist die Indianer-Quest. Wir können... Nee, ich glaube, das machen wir später lieber. Gehen wir mal zu unseren Indianerfreunden. Eieieiei. Hallo? Du bist krank. Geh ich ausruhen, sagt die Olsche. Ja. Aber was will ich machen? Wenn ich im Bett liege oder auf dem Bett sitze, ist ja nicht so schlimm. Hey, do I know you? Mr. I believe we've met. We have? At that ghastly party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rains Fall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. Yes, my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken. And we've been moved and punished and moved.
I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. It's bad business. It's to do with oil. I know it is, Mario but I need the schreibt, proof. ich hab's von einem im Stream I kurz believe there gesehen. were some Weiß nicht mehr genau. prospectors who were on their land a few Ja, es months klingt ein bisschen ago, raus. who have Irgendwann. filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his... We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Gut. Sollen wir uns jetzt mit dem fliegenden Adler treffen? Was ist? Hier ist nochmal ein Fragezeichen. Bastards! Total bloody bastards! Why do I waste my time? Why? Was denn hier schon wieder los? You okay, bud? Fantastic. You Americans are nothing but shysters and traitors and slippery-tongued bull-suckers. I'm inclined to agree. Here, help me please. Back to work with a bloody smile. No problem, Marco. You are the great genius, so we shall the hot poker up the ass. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, some kind of European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ass, like I say. Toy maker. Hello? Do I look like I should? Ja, bei den Bergen, oben wo der Schnee liegt. Okay. No. Werden wir irgendwann mal gucken gehen. I am the savior of the mankind, buddy. Yes, you meet him. Professor Marco Dragic. The one the silver-tongued American betrayed and not paid the money to. Yes, he told to shit, man. So, what's this toy about? It is not a toy, Big Nuts. It is demonstration of my genius, of my ideas about the source of life. Oh, it's a toy boat. Yes, it is a toy boat that I can power remotely using electricity in ways you cannot see. Good for you. Ways I cannot see. And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. Ladies, please. Ladies! Gentlemen! Enchanté! Yes, hello. Hello, sir. Okay. How is the piles? Yeah? Good. Okay. My friends, you are about to witness history. A demonstration of my infinite insight. All of us, we feel old. You are old. Oh. But maybe I can make you immortal. Using waves you cannot see, I will power this You're boat. a goddamn fraud.
And this buffoon, dressed up like a buffoon, is a stoolie. I watched them conspire, you morons. I never met this buffoon before 2 minutes ago. Isn't that right? Which part of it? So, Professor, show us your magical toy boat. Only this time let the buffoon control it. Check if there's any funny business. No, this ain't nothing to do with me. Come, please, please. It is easy. Any moron could do it, and I am about to prove that. Here, take this, and this, and don't touch that. Use these ones to steer, and this one to shoot torpedoes, okay? Yes, now blow up the little battleships, and avoid the sea mines. They have magnets attached, making nasty explosion if they touch the boat. Okay, if this silly dimwit can use torpedoes on boat to destroy the battleships, imagine what technology can do in the hands of certified genius! And I have certificate. Hey, it's doing what I'm telling it. Of course it is doing. Now tell it to do closer to battleship and shoot torpedo. Funny. You see what he does? No wire like telegraph, no pulley system underwater, only waves. Remarkable. Think of those poor boys on So the funny. 8 of them perished to a mere 5 on the Housatonic. And what a way to go. Trapped in a box at the bottom of the bay. I suppose you intend to make an unmanned killing machine? You misunderstand. This is the secret to life. Komm ich hier durch? Das ja nicht probieren. I make lifeless metal breathe like man. Well, I'm not sure about that. There, all gone for you. Yes, you see what he does? Now, bring the boat back to the dock. That sure was something. Schön. Reload. This is really remarkable. This is just a demonstration of my prowess, sir. The real miracles require investment. Now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to other side of pond. Still avoiding magnetic lines. Attempt to, at least. Shush! You're not here for this smart talk. Die unbekannten The steam train. Wellen, ja? The motor car. They will all seem pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wires or coal or gasoline. Keine Schüsse mehr. Just rays in the air. Doch. Like the voice of God. Was soll ich jetzt noch machen? Hast du eine Erkältung? Nimm Gripusat C in 3 Tagen gut. Ja, habe ich auf jeden Fall. Aber ich habe kein Gripusat hier. Okay, das eine Schiff hat sich selbst zerlegt. Now bring in the boat back here. If you hit another mine, the boat is kaput. Understand? Kaputt? Undeniably foolproof. As I say, any fool, huh? Thank you. What is that? It is the stuff of life, sir. It's incredible. No. Incredible things are in my lab, back at Dover Hill. That will astound all of you. Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. It is immortality, sir. It is very cheap. Perhaps over lunch. Maybe. I'm gonna go. Oh, yeah, of course. And thank Gut, für Dreh hat kein Niveau. Ja, das ist alles richtig. There, I will really amaze you. Aber ich will nicht rausgehen. Dafür habe ich zu dolle Schüttelfrost. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin hier auch mit 2 T-Shirts und einem Pullover sitze ich hier. Also ist halt auch keiner da, der mir da was besorgen kann. So, wir können auch zu S und A, wir können auch zu P und R, zum Professor, nach Rhodes.
Was ich jetzt mal machen möchte, ja, ist scheißegal. Hier ist noch ein Fragezeichen, noch eine fremde Person. Wie viele fremde Personen haben wir jetzt hier auf einmal? So, Deutschi schickt ein lachenden Smiley, ein lustigen Smiley. Geh ins Bett, ruh dich aus und trinke viel Tee. Ich bin noch im Bett. Ich sitze halt drauf. Und Tee mache ich mir nachher noch ein. Stellt euch mal nicht so an. Immerhin arbeite ich auch in 20 Minuten. Hallo. Eine Malerin. Na klar. Ich bin für alle da hier. Nice to see you again. Did you change your mind about donating by any chance? We could really use your support to improve the lives of our veterans and their families. Ich weiß gar nicht, wann ich mal etwas abgeschlagen habe zu spenden. Ich spende die ganze Zeit hier. $20 ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. That's very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be Ich kann noch plündern. on the founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. Ja, gerne doch. Für die Veteranen tue ich doch alles. So, hier muss ich irgendwie rein. Oh, sorry, das hast du nicht gesehen. Schnell! Zeuge für Mord. Das hat keiner gesehen. Oh nein. Ja, dann erschießt mich. Ich muss, glaube ich, hier rauskommen. Rauskommen ist besser, als erschossen zu werden. Ja, lassen Sie mich mal durch hier. Entschuldigen Sie, ich bin auf der Durchreise. Kopfgeld wieder erhöht. Das ist ein Elend. Nee, sie möchte ich nicht erschießen. Hat er mich gerade Bastard genannt, das ist ja eine Frechheit. Lassen Sie mich mal durch. Jesus. Kann Tinker hier mal rüber springen, ist ja unfassbar. So. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, oh, da kommt noch mehr. Kann ich auch direkt Richtung Rhodes reiten, oder? Hä, wo kam der denn gerade her? Wo ist es her? Achso, das waren wahrscheinlich Wildtiere. Werden krass verfolgt, ey. Ganz schön viele Krokodile hier. Da ist noch einer. Reiten Richtung Rhodes und das ist gut. Was ist denn mit Tinker los? Alter. Ich glaube, das Wildpferd ist noch so ein bisschen wild. Zum ersten Mal, dass ein Pferd mich abgeschmissen hat. So, wir striegeln erstmal ein bisschen. Naja gut. So, komm, und weiter geht's hier. Ja, und jetzt reiten wir Richtung Professor, oder was ist das da? Ich glaube, Professor war das. Nur Krokodile hier, das kann Tinker gar nicht ab. Ja, wir reiten mal Richtung Rhodes und schnacken dort mit dem Professor. Vielleicht haben wir da auch eine Post, wo wir mal kurz unser Kopfgeld loswerden können. Wir müssen sowieso ein paar Kilometer kommen hier, damit Tinker mal ein bisschen mehr Zuneigung zu uns hat. Was jetzt? Schlange. Hey, girl, easy now. Hey, you're
Aber auch ein Pech die ganze Zeit. Oh, das ist auch Kopfgeld von 35. Aber jetzt werden wir mal die Post aufsuchen. Ich glaube, die Post ist auch direkt dort, wo wir hin sollen, oder? Wo ist hier die Post? Nee. Hier ist doch die Post auch. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Hey, Dude. Besser. Du bist auch gleichzeitig der Questgeber, richtig? Sir, good morning. Glad you dropped in. I've got that, information you asked for. So. Noch Best I schwarz give it to you gefragt. now while there's Genau. no line. I need something more specific this time. A wagon full of moonshine. Well, you might just be in luck. I knew I picked the right feather to speak to. Oh, Alter. So, Dokumente durchsuchen, benutzen. Lesen. Hinweis für Kuschelunfall. Brücke in der Blue Water Marsh nördlich von St. Denis. Achten Sie auf den Wagen Richtung Süden. Sollte viele Flaschen mit Schwarzwildbrand geladen haben. Fahren Sie vorsichtig damit. Der Blue Water Marsh. Okay, nördlich von St. Denis. Okay. Gucken wir kurz mal auf die Karte. St. Denis ist da drüben. Aha, alles klar. Da. Ist natürlich ein Stück, ne? Aber für unseren Autohersteller machen wir das natürlich. Oh, Leute. Das wird der erste Stream, wo ihr live dabei seid, wie jemand stirbt. Aber ich werde es euch nicht einfach machen. Aber damit werde ich ein Denkmal setzen. Beim Stream gestorben. Das ist ganz klar. So. Bremsen Sie mal kurz, wir geben mal dem Pferd ein bisschen was zu essen hier. Ein Schönpilz, okay. Salbei kriegt er auch und jetzt hier noch ein bisschen Wasser. Gut, dann ist Tinker wieder glücklich. Wir machen uns auf den Weg zur Brücke, um unseren Treibstoff zu besorgen. Apropos, Mäh. Was sind hier für Tiere? Könnte ich da vielleicht... Oh, sorry. Das ist der Bulle, ne? Ein Dreierbulle. Und die Kühe hier? Wird mir nicht angezeigt. Doch. Ein Cracker rennt. Auch ein Dreier. Gucken, was passiert. So passiert nichts. Steck mal drüber. Got you. Ah. Okay. Haben wir wieder unseren Bullen. Da wollten wir auch die ganze Zeit abliefern.
So sieht er aus wie ein ganz schön großer Hund, ne? Bullenhaut, perfekt. So, jetzt wird wahrscheinlich hier gemeckert im Stream. Mario, wenn du Fieber hast, dann zum Arzt. Geh in Lungenentzug. Ja, ihr habt alle recht. Aber ich bin halt so ein Dude, der dann einfach zu Hause bleibt. Man könnte auch sagen, ich bin ein Kerl. Hallo, hallo, hallo. Hey, was macht denn das Pferd? Du sollst hier ganz entspannt drüber springen. Danke. So schwer ist das doch nicht. Nur, dass wir dieses Rind einfach erlegen können und uns keiner irgendwie da komisch anguckt. Und ich weiß nicht, ob ich Fieber habe. Ich glaube, ich habe kein Fieber. Ich habe einfach nur... Ich schwitze und habe Schüttelfrost. Aber warte mal. Morgen, übermorgen ist das alles wieder weg. Oder ich bin tot. Dann ist es aber auch weg. So eine Win-Win-Situation. Hier ist auch ganz schön verlassene Ecke. Das können wir alles irgendwann mal erkunden. Naja, gut, weiter, weiter. Wir brauchen ja irgendwie Hirschfell noch. Da muss ich noch mal gucken, ob wir Hirsch finden. So ist noch eine ganz schöne Strecke, die wir hier reiten müssen. Wollen wir ihm helfen? Ist doch schon wieder ein Überfall, oder? Hey, Dude. Ah ja, sowas schon wieder. Klar. Gift aussaugen. Gib dir lieber Arznei, bevor ich da weiß, was ich, wo die Schlange bei ihm reingebissen hat. Klar, so bin ich. Einfach ein netter Dude bin ich. Gibt's noch was? Jetzt geht aber das ganz schön hoch mit der Ehre und relativ schnell. Und was wetten wir, dass es morgen schlimmer ist? Ich weiß nicht. Um einen Tee. Gut. Wir haben wieder was Gutes getan. Wir hätten aber auch Gift aussaugen können. Das machen wir irgendwann mal. Aber halt nicht... Ah, Verbundenheit endlich mal gestiegen. Das dauert aber auch bei ihm, ne? Hoffe nicht, sagt heute. Wie ihr alle gegen mich wettet. Ihr wisst gar nicht, was für ein geiles Immunsystem ich habe. Ich bin das blühende Leben. Okay, Deal. Das heißt, wenn es mir morgen besser geht, bringst du mir einen Tee vorbei? Oder wie verstehe ich das jetzt? Oder schickst du mir per Post einen Teebeutel? Lass mir auch einen Teebeutel schicken, das kann ich auch lustig. Aber mit einer Ansichtskarte bitte. Postkarte, die sammle ich nämlich. So. I wait for the Wagen. Ja, Sven, voll. Was voll? Voll der Teebeutel? Was? Was? Falsche Taste gedrückt. Will nochmal Tinker ein bisschen streicheln. Und striegeln. Und weil Tinker so verfressen ist wie alle anderen, gibt es auch noch was zu futtern. Muss ich irgendwo besonders warten? Ah ja, da kommt sie schon. Soll ich sie alle erschießen oder wie mache ich das? Kutsche. Kutscher. Die Irreführung. I think we'll take our chances.
Hilft ja wohl nix, wa? Was denn? Er zieht den falschen an. Ich glaube, ich habe den Wagen. Ist doch immer gewollt, dass ich hier alle wegschieße. Oder was? So, macht mal eine Kurve hier, ihr Lieben. Ja, Sven, mache ich. Haha. Was macht sie denn? Sie bringt Tee vorbei oder sie schickt einen Teebeutel per Post? Da muss man ein bisschen hinterherlaufen. Das Problem ist aber, was ist, wenn es mir schlechter geht? Muss ich dann einen Teebeutel verschicken? Weil, wenn es mir noch schlechter geht, bin ich ja wahrscheinlich tot. Aber egal. Challenge accepted. Ja, ja, nice. Was mir lieber wäre. Was? Ich hätte gerne eine Postkarte. Ich will schon gerne die Postkarte nehmen. Ochi, du musst nächste Woche arbeiten. Da geht das harte Arbeitsleben los. Hast gar keine Zeit mehr zum Tee trinken. Hast ja nicht so einen coolen Job wie ich. Obwohl du natürlich auch, Ochi, Sanitäter machen kannst. Voll bezahlt. Und nach einem Jahr, nachdem du den Sanitäter abgearbeitet hast, wechselst du zu meiner Firma. Gehen wir weiter vor. Jetzt. You're a wonderful man. Wonderful. You got my money? It's for a very good cause. My name is Professor Andrew Bell III. Perhaps you've heard of me. Can't say that I have. Well, I'm an inventor. Maybe you've read about me. I don't read much. Oh, well, that's too bad. Yes. You got my money? Oh, well, it is the most wonderful invention, friend. Oh, you, sir, have done a great deed. All I've done is get some creep a lot of drink. Creep is excellent. No, nonsense. Now, you've helped me develop the most humane machine imaginable. A way to induce calmness to our most troubled souls. A way to end the barbarity of a public hanging. Oh, so humane. What are you talking about? The electric chair. What? It's a chair full of electricity. It's quite fascinating. It calmly and peacefully dispatches the sinners to face judgment. Yes, judgment. Yeah. Where is it? Well, it's in my laboratory. The next thing I need is a demonstration. A public one. Huh. Do you know the police chief? As well as anyone. Oh, wonderful! Perhaps you can encourage him to let me demonstrate the chair. It will help bring this town into the next century. Yes, could you do that? Ja, Polizeichef ist mein dickster Kumpel. Manchmal jagt er mich, manchmal jag ich für ihn. So. Klasse Zock von dir und das mit Erkennungsgerät. Danke. Ich bin stets bemüht, für euch da draußen abzuliefern. Und das fast jeden Tag. Das Einzige, was mich auffällt, ist die Freundin. Wenn die Freundin zu Besuch ist, wird nicht gezockt, aber dafür haben wir noch Olchi und Aaron. Wollen so zum Polizeichef, ne? Ja, lauft doch mir nicht im Weg, das wäre schon wieder Mord gerade gewesen. Ich nenne es Verkehrsunfall, aber die nennen es ja immer direkt Mord. So, hier muss ich rein.
Ist hier eine Einbahnstraße oder was? Nur noch die Bullenhaut. Guten Tag. Chief, I'm representing the inventor of a humane execution machine, an electric chair, and he wants to demonstrate his invention here. Ah, I'm familiar with the man and his work. Tell you what, I'll give you a permit, but it's gonna cost you $100. Na klar, immer den guten Leuten müssen wir so viel Geld da lassen, ey. Verhandeln. Hey, look, this will save you money in the long run, and it'll save the condemned a whole lot of pain. That remains to be seen, but I'll give you a permit for 50. Naja, gut. So. So, nochmal $50 gespart hier. Okay, well, the price is fair. Here you go. And here, sir, is your permit. Pending the usual formalities, of course, such as finding a suitable candidate for humane dispatchment. I'll tell that to the professor. Good luck. Wow, wieso springt er so weit nach hinten? Wozu? So, auf die Tür, auf die Tinker. How do you do? How do you do? Ja, heute ist ja meine glorreiche Singstimme nicht so geil. Okay, wir sind ehrlich, sie ist nie geil. Aber heute extrem ungeil. Aber das mache ich mit meiner ziemlich geilen Person wieder weg. Boah, es nervt mich, dass jetzt Schnupfen dazu kommt. Welches Symptom führt noch zu Beulenpest? Kann das mal jemand nachgoogeln? Ich vermute, ich habe die Beulenpest. Vielleicht habe ich auch Krebs. Ihr müsstet mal googeln, meine Symptome. Ich glaube, ich habe Krebs. Hallo, hallo, hallo. Er ist quasi am Mondschein saufen wahrscheinlich. Hello, friend. Hello, Professor Andrew Bell the Third. That's it. So, the chief says you can test out your machine, pending the usual formalities. And what are they? Finding a suitable subject. Ah, funny you should mention. This fella here, he seems sturdy enough, and he's guilty as sin. Wilson J. McDaniels, wanted for murder, bigamy, and immoral animal husbandry. What's that? The mind shudders. Here, find him for me and help me put him out of his misery. Ah ja, Andrew Bell also. Und ich dachte, das ist hier Harrison Ford, Mr. Ford. Harrison Ford. Das ist Harrison Ford, der Erfinder des Autos. Dass Männer immer ans Sterben denken, wenn sie die Grippe haben. Das liegt einfach daran, dass es lustig ist. Man muss den Gag auch verstehen. So, wo ist denn nun hier unser Bösewicht? Da, Professor. Ist ja euer Ernst, Alter, dass ich jetzt am Arsch der Welt reisen muss? Albert Mason, was ist hier schon wieder? Ah ja, der fliegende Adler. Die Männer, die am Sterben sind. Ihr müsst das so sehen. Andere Männer wären schon gestorben, so wie ich gerade, leider. Jetzt reiten wir erstmal eine halbe Stunde. In der Zeit kann ich ja ein bisschen was schnacken. Und sonst kommt man ja bei dem Spiel nicht so schnell. Kann ich einfach mir mal einen Zug klauen und dahin fahren? Nee, ne, geht wieder nicht. Wir reiten aber mal querbeet, würde ich sagen. Aber so ein Zug klauen wäre ganz cool. Da habe ich recht. Nur das. Ja, was ist denn los?
Schon wieder todkrank, kein Problem. Ich saug dir alles aus. Ich blas dir zur Not ein. Ja, ich bin Doktor. Grüßen. Sie werden schon wieder. Genau. Aber ich werde dich nirgendwo hinbringen. Ich bin, bitte, was ist er denn? Ich will dich jetzt nicht aufheben. Ich habe keinen Platz. Ich habe meinen Rind da hinten drauf. Ich kann dir den Gnadenschuss geben. Sorry, Dude. Was waren das für Tiere? Schildkröten? Die sehen nicht gefährlich aus. Ich habe Turtles gefunden. Ah! Turtles! Kann ich Turtles mit einem Lasso fangen? Scheinbar nicht. Ich will es trotzdem. Um den Kopf, bitte. Turtles, wo wollt ihr hin? Kann ich mal euch untersuchen, wenigstens? Geil, Schildkröte, Stufe 3. Es tut mir leid, es liegt nur an dem Spiel. Wir dürfen jetzt keine Ausnahme machen. Das war kein guter Kopfschuss. Hör mal auf, ich will dir nicht in den Panzer schießen. So. Ja, toll. Aber damit wirst du direkt Stufe 1. Das brauchen wir natürlich auch nicht. Oh, was ist denn los mit dir? So. Damit wirst du Stufe 2. Naja, gut. Was war? Ja, armes Turtle, aber das Spiel möchte es nicht anders. Wie soll ich es denn töten, damit es Stufe 3 bleibt? Und was mache ich mit dem Rest? Nur ein bisschen Fleisch mit, oder was? Naja, gut. Kein Wunder, dass wir tot sind. Nein, ich glaube nicht, dass sie tot sind, aber ich glaube, der Winter wird hart für sie, weil sie sehr früh in den Winterschlaf gegangen sind. Aber was willst du machen? Einmal eingebuddelt, kannst du sie ja nicht mehr, kannst du sie ja nicht rausbuddeln. Das ist gar nicht gut für die. Also du kannst sie schon ausbuddeln, aber das ist dein Ernst, Tinker. Du kannst halt nur hoffen. Die sind jetzt eingebuddelt, ziemlich früh. Früher als geplant. Und die sind ja auch gewohnt, draußen zu überwintern. Nein, ich habe mein Fell verloren. Ich hab gewundert, was für ein Fell da ist, aber es ist unser Fell. Geil, wie matschig das von der einen Seite jetzt ist. Mein Turtles heißen Raffaella und Donatella. Hallo, 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 Tinker, komm mal klar. So, verstauen. Wo läuft er hin? Das verstau halt von der Seite. Mir egal. Aber ist schon wieder nicht gut, weil ich ja jetzt wieder irgend so einen Typen fangen soll. Das heißt, wir werden wieder unser Fell nicht abliefern können. Oh Mann. Macht euch mal nicht so dick hier, ey. Na, ich glaube, das Fell ist aber auch nicht das Schwerste, was wir gerade haben. Hinten wird ein Lagerfeuer gemacht. Wollen wir uns das Lager mal angucken? Wollen wir es ausrauben? Tag. Zum Pferd springen geht auch, okay?
Waffenlager. Kommt diese Musik auf einmal her? Easy, girl. Move! They got the wrong man. You're after my brother. Taking this one in. Stay out of our way. So, Tinker ist schon ein bisschen tätig wieder hier, ein bisschen am Rummeckern. Aber naja. Ich liebe das Denn Humor. Ich habe einen Lachanfall. Wo sind die Tempos? Danke, danke. Ich liebe auch den Humor hier. So, können wir uns so ein Reh fangen hier. Am besten gute Qualität. Am besten natürlich perfekte Qualität. Komm ein bisschen ran hier. Nein, ist auch wieder nur Weißwedelhirsch. Weißwedelhirsch haben wir schon 1000-mal. Wir brauchen einfach nur einen Hirsch. Weißwedelhirsch. Außerdem sind die Mädels, also die Kühe, immer nur Stufe 2. Ich habe noch nie... Nur die Hirsche haben irgendwie perfekte Qualität. Hier ist ordentlich was los. Hier könnten wir noch mal Pferd reiten. Oh, haben wir so eine Ente gerade zerlegt? Nice. Die nehmen wir mal mit. Sammeln und untersuchen. Achso. Jetzt heute ist hier aus Versehen. Nee, doch nicht. Waffen auf Pferd. War hier nicht gerade was mit Sammeln und Untersuchen? Hier. Die Blume. Und da nehmen wir nochmal so eine Blume mit. Eine Seidenpflanze. Let's go, girl. Okay, ein Pferd haben wir dann noch. Da hinten ist wieder eine Truppe. Weißwedelhirsch, Weißwedelhirsch. Amerikanischer Gabelbock, okay. Der da. Amerikanischer Gabelbock, okay, weiblich. Welcher denn davon? Die beiden. Da müssen wir hinterher, die müssen wir uns schnappen. Haben wir ihn, haben wir ihn, haben wir ihn? Ja, haben wir. Den Gabelbock. Und das sind perfekt. Das ist nice. So, alle Tierschützer mal weggucken. Und in perfekt. Sehr gut. Ja, Tinker, komm mal her. Den Gelbbock können wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann reiten wir auch schon weiter. Sind wir hier, wo wir hin sind? Finde McDaniels. Da oben vielleicht. Mit der ganzen Kutsche und allen.
Ein bisschen pflegen hier. So. Auch das können wir mal ein bisschen pflegen. Dann gucken wir mal, wie wir die Leute da oben zerlegen können. Fragen? Ja, das Ziel haben wir doch da schon. I'm here for Wilson McDaniels. Anyone gets in the way, gets a bullet. Protect me, you idiot. Any requests for the Undertaker? Okay, wir müssen mal gucken, dass wir nicht den Falschen erschießen. Nein. Ja, lad doch nach. So. Ja, komm her, Tinker. Das musst du dich mal beweisen. Wir müssen den ja lebendig fangen. Oh, Leute, ich sag euch das. Ich finde das Ganze mal. This is very kind of you. Da müssen wir leider unser Bullenleder da lassen. Aber das haben wir ja schon vermutet. Alexa, TV an. This ain't America. We ain't free no more. Can't raise no animals, take no wives. All I did was graze my livestock. Harry damned the need Marion and killed any that tried to stop it. I ain't wrong. Lass ihn mal ein bisschen labern, ne? It's wrong. We was trying to live free. You came along and laid waste. Take me and just take me to the jailhouse. You know, you ain't going to court. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What in hell are you talking about? You're a lucky man, mister. You get to be part of a great experiment. Shut up! You ain't gonna die needlessly. So, mal gucken, die Schienen führen nach da. Wir müssen im Grunde kein Schienenweg, ne? Es gibt diesen Schienenweg, aber das ist doch schon ein recht großer Umweg, oder? Naja, es geht. Können aber auch hier irgendwie querbeet ein bisschen. Boah, dein Ernst, dein Ernst, dein Ernst. Und jetzt habe ich Stress mit denen. Das
Tut mir leid, Leute, aber ihr seht das ja immer gleich als Stress hier an. Ich habe meine Ente verloren. Oh ja. Let's go for a ride. Kann ich alles noch ein bisschen durchsuchen. Ich weiß zwar nicht, wann ich das Pferd umgebracht habe. Ein Goldnugget. Na, das sage ich nicht nein, doch. So where was I? Nope. That's gonna be an important step in the advancement of human knowledge. What the hell you saying, mister? This professor, Andrew Bell III, I believe he said. A little odd, maybe harebrained, but I got no reason to doubt the quality of his work. Fahrt zusammen, sucht jemanden, der bei ca. 80% ist. Hans Wurst, grüß dich erstmal. Ich bin leider noch nicht bei 80%. Wir sind irgendwie Ende Kapitel 4 gerade. Es müssten so roundabout 50% sein. Aber lange wird es nicht mehr dauern, da sind wir auch bei 80%. Pass on his assurances that this is a most humane way to go. Be just like, well, like Weißwedelhirsch, haben wir schon genug. Oh, they would. We got a permit and everything. You was in animal husbandry, am I right? Well, you ever seen lightning strike livestock, Mr. McDaniel? I ain't ever seen the actual impact. I came across the pasture sometime after. The storm had just cleared and there was smoke in the air, smell of burning hair. You know, there must have been a dozen head of cattle lying there, piled up, mangled, strange scars across their backs, legs, and necks. It's half Komm hier rüber, ja, ne? half like the skin was ripped off. Eyes bleeding. Some of them popped out. Bisschen Waterboarden für ihn noch. Kapitel 4, Jupp, das ist ca. 50%, ja. Das sag ich ja. Machen gerade die ganzen Nebenmissionen. Was ist denn jetzt schon wieder los, Leute? Wieso hat er nicht geschossen gerade? Also, können wir einfach wegreiten. Für eine wichtige Lieferung. Komm schon, stirb! Oh, jetzt ist der Typ runtergefallen. Steig ab hier! Was macht denn der Steig? Macht gar nichts hier. Er lädt die Waffe nach. Ich sag absteigen, ein paar Drehungen machen. Easy Sache, aber will er nicht. Vielleicht auch Benutzerfehler, aber er hätte sie gleich alle erschießen sollen. Das kam so unerwartet. Ich bin durchs Gebüsch einfach nur geritten. Da standen die Wichser. So, aber ich habe ihn auf der Schulter. Müssen wir nur mal Tinker hier ranrufen. Nun komm, ich höre dich doch schon irgendwie da hinten. Sind jetzt wieder von da, wo wir gestartet sind? Na toll. Und wir haben sogar noch unser Fell drauf. Ja, dann machen wir das ganz normal. Halten uns diesmal ein bisschen bereit dafür, falls hier irgendwer kommt. Danke, Hans. Wünsche dir auch noch viel Spaß. Wer hat ja Bock, ein Abo dazulassen? Das wird uns auf jeden Fall freuen und uns auch weiterhelfen. Und irgendwann sind wir auch bei Levelrunde bei um die 80 angekommen. So lange kann das nicht dauern. You ain't gonna die needlessly is what I mean. Nope. Your debt's gonna be an
important step in the advancement of human knowledge. What the hell are you saying, mister? This professor, Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd. Noch ein Katze followt uns I jetzt. got no reason to doubt the quality of his work. What's this damn professor got to do with anything? Well, he wants to try this new electricity chair on you to kill you. Diese Follows sind aber keine No. Yeah. YouTube-Follows. Der Pferd ist schon wieder total fertig mit den Nerven. Nicht durchsuchen. Komm mal klar hier, ich will füttern. Aber wir müssen erstmal beruhigen. Ist total fähig, das Ziel. Oh doch, das dauert noch, sagt er. Ja. Aber wir spielen ja recht viel. Daher ist das nicht so schlimm. So. Füttern. They wouldn't let you do this to me. They wouldn't. So, fein. They would. And we got a permit and everything. You was in animal husbandry, am I right? Brauchst sogar noch mehr. You ever seen lightning strike livestock? So, Tinker, jetzt friss doch mal ordentlich hier. I ain't ever seen the actual impact, but naja, gut. Das sollte jetzt noch reichen. Jetzt müssen wir weiter reiten. The storm had just cleared and there was smoke in the air, smell of burning hair. No, must have been a dozen head of cattle lying there, piled up, mangled. Strange scars across their backs, legs, and necks. It's half like they was burned, half like the skin was ripped off. No! Eyes bleeding. Some of them popped out. No! If I hadn't seen the storm, I would have thought some devil caused that mischief. But no, sir. It was lightning. Electricity does something, all right. I seen trees explode in front of me. I seen desert sand baked into glass. That's what I seen lightning do. But, hey, this electricity professor's got a plan for you. That must be of an entirely different kind. Ah ja, also gehört es dazu, ich verstehe. Jetzt zieh doch mal. Oh nein. Und Tinker macht schon wieder einen Abflug. Aha, okay. Tinker sogar fast draufgegangen dabei. Zum Glück ist es gut gefüttert und kann sich relativ schnell wieder erholen. Wissen die überhaupt, dass ich den Fusel geklaut habe? Das war Top Secret. Bevor ich dir noch was verrate, mach mal los. Spoiler-Alarm. Ja, alles klar. Verrate lieber nichts. Ich möchte nicht gespoilert werden. Aber wir begeben uns mal zu Mr. Bell. Wir können ja auch hier drauf reiten. Das sollte noch einen Zacken schneller gehen. Und ich dachte, er wollte mit dem ganzen Fusel irgendwie das erste Auto bauen. Aber naja. Der elektrische Stuhl ist für die amerikanische Geschichte auch sehr wichtig. Die darf man auch nicht vergessen. Tue ich auch nicht. Abo ist gemacht. Oh, cool. Das ist auf jeden Fall nice. Danke ich dir dafür. Das bringt uns dichter an die 600 Abos. No. I got him. You're wonderful. Just wonderful. Come on.
Don't be shy now. Let's go. So, was macht Tinker? Die läuft schon wieder dumm rum. So, hier, bitteschön. Put him down just there. Now, where's my money? Money? Yeah, for all the running around I've been doing. Well, once they buy my humane electric ending facilitator, there'll be money enough for you, sir. Well, let's hope. All right, let's get our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Come along. Sehr gut. Das möchte ich mir jetzt aber auch angucken. Aber mitten in der Nacht wird das wahrscheinlich nicht sein. Nee, hier ist nichts vom Professor. Und stattdessen machen wir jetzt was. Wir gehen jetzt hier zu irgendeinem Laden und warten auf den nächsten Morgen. Jetzt habe ich irgendwie gar nichts ausgewählt. Ist auch gut. Aber vielleicht finden wir den Weg auch so dahin. Kann ich mal hier durch? Ja, sorry. Oh. Das ist hier euer Ernst. Also ich komme rein. Ich denke, es ist abgeschlossen hier. Hey now. How do you do? Why don't you mind your manners, partner? That's the rogue over there. Well, that's it, please! That's you? I need a police mercy! Dein Ernst? Damnation! No, please! Was jetzt? Unruhestiftung? Weswegen? Oh, sorry. Junge. Es ist stressig, hier ein netter Dude zu sein. Kurz hier wieder warten, bis das Gesucht weg ist. Ich habe da nur gestanden, ich habe nichts gemacht, aber okay. Das Spiel ist halt manchmal ein bisschen buggy. Here we go. Like that myself. What was I doing again? Vor allem hier auch etwas schnell durchreiten ist halt auch ein bisschen problematisch. Jetzt gehen wir mal zum Barbier. Wird doch mal langsam Zeit, um einfach zu gucken, wie lang sind unsere Haare. Und dadurch können wir bis zum Morgen warten. Und vielleicht mal auch unseren Bart wieder nachstutzen. So. Die Wirkung von Pomade hat nachgelassen, alles klar. Ja, gerade zum Friseur. Hi there, come on in. Ausschneiden. So, what do you need? Mario schreit, hat Spaß gemacht. Gute Besserung bei Fieber zum Arzt, okay, Amigo? Na klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Sofern es klingt, als ob du jetzt gehen möchtest. Wie? Ich wollte erstmal Frisuren. Achso. Haare sind immer noch nicht voll. 6 von 7 haben wir. Okay, then, let's get you in the chair. Oh, sorry.
Okay, also. Das kam noch ein bisschen von den Haaren. Und vom Bart her sind wir auch noch nicht auf Max. Also da geht noch einiges. Ich kann ihn kürzer machen. A man's whiskers can make or break his whole deportment, you know. Was ist denn für eine Frisur? Diesen Bart habe ich doch gar nicht. Trimmen, Bärte. Kann ich mal den Bart wechseln? Gehen wir mal so durch hier. Im Grunde habe ich doch... Da, friserten Bart, den habe ich doch. Ja, gut, wir bleiben mal dabei. Können aber hier auch die Koteletten machen. Well, take a seat and we'll get started. Oh, Leute, ich werde sterben. Natürlich, nicht natürlich. Naja, ist alles nicht so wild. So. Vielen Dank dafür, Herr Barbier. Thanks. Du hast ungeöffnete Briefe oder Pakete. Okay. Können wir jetzt zu CC. Das war CC nochmal. Da das Haus gebaut. Auf jeden Fall irgendwie eine Etage höher. Hier wahrscheinlich. Enjoy the show, if that's possible. It's a free show. What's this show, then? Mr. Charles Chatham. Go and see for yourself, but don't blame me. I just don't like how much time you're spending with the man is all. Just wait until you see his work. It's very progressive. Well, I'm not so very sure how I feel about progression. I think that it's Greek. The man simply can't paint. Look at these idiots. Excuse me, Mr. Chatternet. Couldn't you have painted some drawers on her? Madame, I paint her in her natural state, as she was and will be in paradise. There's nothing natural about that. Clothes are civilization, repression, death. To be naked is to be free, innocent, alive. Like Buddha said, you know, we are all just here to fuck. Well, that explains the decadence of those Hottentots. Hey, you got a picture of my wife here. In her delicates. Henry, is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mama. As nude as the day she was born. Stop looking at my husband's buttocks. Stop looking at my mama. Well, maybe she shouldn't have exposed herself like that. This is disgusting. The nerve on you! That's it! Come on, Mildred. This is no place for us. Come here, son of a bitch! You filthy little man! Oh! Oh! Come on, horse, we're Ja, da freut er sich drüber. Hey, all right. Ja, ehrlich mal hier einen in die Fresse hauen wieder. Zeit wurde auch, aber nicht tothauen. Wow. Wow, der ist nicht schlecht, der Typ im Anzug. Ist aber mal gut hier. So. Noch wer? Okay. Ich mag die Schlägereien. Ja, nun komm. Du Froschfresse. The exhibition, what can you say? It was not boring. That it was not.
Just people, push them. I thought I was a fraud, a no-talent brushwasher. Now I'm not sure. We provoke emotions, no? You keep provoking emotions like that, and all your canvases left punch holes through. I told you I was a whole ass. You did, and you are. Now maybe go be an asshole somewhere else for a while. Here we are. I know a lady over here. She may let me stay for a while. Good luck. That picture I gave you, it will be worth something someday. I can feel it. Perhaps. Right now, seems like the only thing it'd get me is balls. Oh, you are funny, you know. I hope to see you again sometime. Na klar. My angel, my little bird, it's me. Hieße Locharsch. Eindeutig. Aber immer noch nicht das. Ich will die Karte einfach öffnen. So. Wo ist denn hier The Locharsch, wenn es darum geht, jemanden auf elektrischen Stuhl zu tun? Ach, das war hier Dingsbums, okay. SA, weiß ich nicht. Und der SA habe ich nichts zu tun. Wir können natürlich jetzt hier mal die größere Mission machen. Good morning, you here? Morning. Und Bourbon hinterher. Und jetzt muss ich irgendwie mal ordentlich was essen. Aber irgendwie nur Kekse wieder da. Ja, ist sicherlich nicht schlimm, sich den ganzen Tag von Keksen zu ernähren. Was macht Tinker da? Okay, dann bleib mal da stehen, Tinker. Man merkt halt eindeutig, dass Tinker eine Katze ist. Ah, there you are, dear boy. Yes, here I am. Well, we're going to need to get you smartened up a bit. Why? Well, you can't play at the tables on a Lannahechee riverboat looking like this. You can't? Not if you want to fit in so well that no one will realize you're there to rob the place. Now, come on. Are we still doing that? Of course. We're going to fix you up so fine, no one will notice a thing. Okay, auf zum Schneider. Hello, can I help you, gentlemen? Na klar. My friend here is in need of a new suit. We are playing on the riverboat this evening. Excellent. Well, you'll find all my inventory in the catalog here. Dann gucken wir mal den Make Katalog. this gentleman look like the Duke he really is. It was the English's fault his grandfather had to emigrate. Gibt's noch mehr? You can see the aristocrat in his profile. The heavy brow from all the inbreeding. Might I suggest the fine three-piece town Scheinbar suit? nicht. Perfect for the occasion, I'd say. A very good choice, sir. Gut. Come on, let's get you to the barber. Sure. Good luck tonight, gentlemen. Mein Headset macht auch den Geist. Liegt auch den Geist auf. Ich werde mal kurz das Headset anstecken. So, das Headset nicht gleich ausgehen. Nee, ich kann nicht denken und reden gleichzeitig. Herr Strauss has scoped the whole thing out. It's quite ingenious, actually. What is? The action he has planned. Indeed, it's not much of an action at all. You play cards and win. And you're going to bet very big and flamboyantly while you win. And everyone's going to think you're some new money from the oil fields come to lay it on thick and drunk.
All the while, Herr Strauss will be signaling you in your line of sight. When you bust the place, they'll take you upstairs to pay you off. And that is when Javier comes in, and you take whatever you want. You don't think they might see an armed Mexican coming into the safe with me? Sure, they might, but perhaps not. You will see. The suspense is killing me. Oh, don't be so jaded. We both know this is just the kind of innocent fun you thrive on. Well, after the past couple of months, armed robbery don't seem such an innocent pastime. No, but we, you, all of us, will be done here soon. I hope so. Come on. Was, jetzt noch zum Friseur oder was? Ich will nicht. Ich will nicht. Could you smarten up my dear hick friend here? Oh, ich will nicht. This unlikely fellow has made himself a fortune in the oil fields and learned himself not a lick of manners. Extra glatt rasiert. Nee, das machen wir nicht, also. Well, very good, sir. No, it's not good. Not good at all. Not if they're going to let him play big at the tables tonight. Also ich könnte sagen, dass wir eine Stufe runtergehen, aber lass mal den. Reicht das? Make him look like a prince, sir. There, very smart. Ja, gut. Come on, let's get to the docks. I've arranged some transportation. Hier mit der Kutsche, ja. Können wir hinten einsteigen. Sehr gut, sehr gut. George, to the Grand Corrigan, please. Grand Corrigan, sir. Well, look at you. From Toad to Prince. Yeah, this is a bit much, ain't it? The coach? We can't whinny up there on horses like a bunch of country yokels. You're a brash oil man. Money to burn. Which reminds me, no shuffling and mumbling. Puff your chest out. Get outside yourself. Yeah, all right. This ain't happening. So, who's a mark? Is he all right, by the way, the driver? Oh, yes. Don't worry. George and I go way back. It's a man called Desmond Bly. Made a fortune in hosiery of all things. Likes to play fast and always keeps some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't. But the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one. Don't worry, Arthur. We're all the authors of our own good fortune. He'll make sure you get the right cards. What could possibly go wrong? Indeed. And what money am I playing with? Don't worry. That has all been arranged. Your chips will be... Ah, there she is. Come on. Okay. Arthur, leave any weaponry here. They'll search us when we get on. George, we'll collect these from you later. Very good, sir. Thank you, George. Good luck, sir. Gut. Now remember what I said, Arthur. Everyone is the author of his own good fortune. Da muss ich den Leuten immer hinterherlaufen. Wieso läuft man nicht nebeneinander? Watch Strauss, listen to the dealer, and this should be a very lucky night. There they are. Gentlemen, how wonderful to see you. Arthur, you remember this pair of boys we met in New York? Come on. Champagne is on dear old Arthur. He's rich as can be and feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving. Hello, gentlemen. Hello, dear boy. Come on, let's head aboard. Drinks on Arthur. Champagne. Geh ich mal voran, wa? I'm afraid we require all patrons to hand over their guns.
good time. The tables await. I'll go find myself a change of clothes. Okay. You seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt in me. These people are virtually idiots. This is simple stuff. Now have a good time, but don't lose too much money or your wife is going to kill me. Whatever you say. Now where Gut. can I get a cocktail? Ist ein speziellen Tisch, wo wir ran müssen. Are you joining us? Dieser hier, ne? Good evening, gentlemen. Arthur Callahan. Sorry I'm late. I had some unfinished business at the bar. Desmond Blythe. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen, let's play. I hope you're a player. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Look at this! Chips already stacked up, waiting for me. Strauß sagt nö. We aim to please, sir. Denn passen wir. So, how are we all faring? Some better than others. If we all fared the same in life now, where would the fun be? Quiet. Wait, not Desmond Blythe, the hosiery king. Jetzt hätte ich aber eine Dame gehabt. My other wallet. Not my preferred title, but yes, you should have. Alles gesetzt hier. Zum Glück bin ich nicht mitgegangen. Mr. Blythe wins with 3 queens. Goodbye, gentlemen. I guess it's just you and me now, friend. Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you are. Likewise, Mr. Blythe. So, what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil man, for my sins. Funny, I haven't heard of you. Oh, you will. You know, I thought about getting into hosiery, but Okay, sagt mitgehen. just look better in a suit. Zu erhöhen. I would stick to oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. Deine Karten. 2 Damen. Da können wir ruhig mal hier $10 reinhauen. Raise, or is that too high for you? You're just getting all the cards tonight, ain't you? Was sagt er denn jetzt? Er sagt hier immer noch. Okay. Mitgehen. Call. Kein Problem. Sorry to do this to you, but I have no choice. All in. Was sagt denn Strauß? Er sagt, ich soll mitgehen. Er hat also nichts. Okay. Dann vertrauen wir mal Strauß, ne? Interesting. They're cowgirls. Er hat ein paar Buben und ein paar Damen. Das ist besser bis jetzt. Sofern kein Ass kommt. Shit. Shit. I guess my luck held. Is that you done? Done? Bust. Or, you got something else to play with? Meaning? I heard there was some big boys on this boat. Maybe that's not you. No offense. Sit your hillbilly ass down. Why? I got a watch. Look at you. An expensive one. Real fine. Swiss. A Reutlinger, no less. It's in the safe upstairs. It's worth more than you. Okay. I trust you. Now play. As you wish. So, you must know Leviticus Cornwall, big oil man like you. Of course, we've crossed paths. I was fortunate enough to tour a little operation of his up in New Hanover. Sieht auch wieder gut aus für uns. 2 Könige. Don't worry, sir. Everyone is the author of his own good fortune. Er sagt, dass wir alles setzen sollen. Jetzt schon. Naja, gut. Nothing ventured, nothing gained. Pair of kings.
very good, but not good enough. Zwei Asse und trotzdem sagt er, ich soll mitgehen. Oder so ist das nächste Ass. Und ich habe einen Flash, oder was? Hard Ja. lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan wins with an ace-high diamond flush. God damn you! No offense. None taken. Well played, sir. Unlucky, Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but where might I find this watch? It's upstairs. Shall we go and have a look? Why not? Gentlemen. Please, cash these out for me. I started last week. Good. Sure. Perhaps you could escort us up to the office. Yes, of course, sir. Thank you. Follow me, gentlemen. Come with me, sir. You're having quite the night. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a greaser a job. We live in strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but fear not. I've got my own little lawgiver right here. Aha. Er ist also bewaffnet. Next, we'll be hiring Negroes. I know. I think you're going to like this watch, sir. I saw it earlier, and it really is a handsome piece. Foreign made, but you can't have everything. Indeed. Well, here we are. Just give me 1 second, sir. Of course, take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. I guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Sehr schön. Sehr schön. Ah, warte, jetzt hab ich gerade gelesen hier. Faruk, du machst scheiße Videos. Scheiße Videos? Was sind denn scheiße Videos? Aber grüß dich, Faruk. Wie geht's dir? So, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Hat er jetzt noch eine Waffe gezückt, ja? Ja, okay. Wir geben ihm mal eine Sekunde. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Ja, klar. Zack. I guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Idiot, huh? War doch ganz schön laut jetzt, oder? Shit, let's hope no one heard that. Quick, clear the safe. Let's get out of here. Can't believe that asshole had another gun. View in here is looking pretty good. How much is there? Must be a few thousand plus the watch. Nice. Now let's get out of here. Come on. Let's go meet the others. Sure. Kann ich noch irgendwie hier die Waffen mitnehmen oder so? Let's get out of here. If we're lucky. Ich will da lang. Was ist mit dir hier? Die kann ich nicht, aber ich hätte gern hier noch. Schnell! Schnell. 3 Schuss haben wir uns hier noch gegönnt. Komm ja schon, ich komm ja schon. Was that a gunshot? It sounded like one. Come on. And how exactly are we getting out of here? I ain't too sure. This is what tends to happen when you leave Trelawney in charge of planning. No garnish, no meat. Probably involve us dressing up as dancing girls and carrying cannon off the side. Nice uniform, by the way. Thanks. Give anyone a job these days. Anyway, we shouldn't give ourselves away until we know we need to. Maybe we could still blend into the crowd when it all goes crazy. Which it surely will. To the bar, senor!
I hope you had fun, sir. At the time of my life. You boys sure know how to put on a show. That's wonderful. Ah, look, there's your friend. No, cheat, and I beg you to take back the insinuation. So. Zu ihm soll ich jetzt, ja? There he is. Now, don't be a sore loser, friend. Something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is! Shoot that man! Das ist natürlich hier klar. Huch. Oh ja. Noch mehr. Come on, let's get the hell out of here. What do you suggest? I don't know, this ain't my show. Silly me, I clean forgot to bring my gondola. Fliehe vom Flussdampfer. Naja gut. Bambi, grüß dich. Was geht ab bei dir? Oh, oh, oh. Links von mir noch. Ja, ja, ich komm ja, ich komm ja. Wer schießt denn da noch? Ja, ja, ja. Er steht da immer schon wieder. Hey! Komm hier nicht raus. So. Tja, was ist mit den Alligators? Und jetzt? Soll ich bis da hinten hinschwimmen? Okay. Man bedenke, dass ich dieses ganzes Geld bei mir trage und dass es alles durchnässt ist. Yeah, that's one way of putting it. So, how much did we get? A few thousand, I think. Pretty good. Yes, indeed. And this watch, apparently it's worth a bunch. Swiss, a Reutlinger or something? Nice watch. Yes, it's a Reutlinger, all right. We'll give it back then. All right, come on, let's get out of here. Ich langweile mich, darum gucke ich dein Stream. Wann kommt wieder The Hunter? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wird ja gerade ein bisschen von Red Dead Redemption übertrumpft. Also ein bisschen huntern wir natürlich auch bei Red Dead Redemption, aber ich denke mal, dass bis Sonntag auf jeden Fall nochmal The Hunter kommt. 6000 Beute, 3000 Bandenanteil, 750 dein Anteil. Haben wir auch schon mal mehr Geld verdient, aber wir sagen natürlich nicht nein. Also Hunter wird auf jeden Fall noch kommen. Hunter ist noch nicht ausgestorben. So viel kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Okay, sagt Bambi. Das ist gut. Albert Mason, okay. Wir können mal wieder ins Dörfchen reiten. Was ist eigentlich das für ein Pferd? Temporäres Pferd. Ich habe ein temporäres Pferd. Wusste ich gar nicht, dass ich das habe. Nix, aber es ist keine Zeit für kleine Missions. Denn ich denke mal auch, dass wir gleich Feierabend machen mit Red Dead Redemption. Und dann brühe ich mir noch mal einen Tee und dann spielen wir was anderes. Wie Dead by Daylight oder so. Mal kicken. Worauf habt ihr denn Bock? Was wollt ihr denn gerne sehen? Außer The Hunter. Etwas, womit man natürlich mit mehreren Leuten spielen kann, wo ich jetzt mich mit
mit Vicky, Olchi oder Aaron verbinden kann. Könnt ihr aber auch reinschreiben in die Kommentare, was ihr jetzt gerne sehen möchtet. Was heißt jetzt? Also sagen wir mal so 18 Uhr geht's weiter. Das ist ja immer eine gute Zeit. Und wir geben jetzt nochmal unser Fell hier ab, was wir noch abgeben wollten. Und bringen mal Tinker noch zum Ausrasten. So, hier ist unser Lager. Und jetzt müssen wir zum Fleischer. You okay? My table awaits your offerings, Mr. Morgan. I will. Bambi ist alles egal, was ich spiele. Das ist auch nice to know. So. Gehbockfell. Das war sicherlich gerade gut hier, weil ich dafür 0 $0 bekommen habe. Wildschweinfell, perfekt. 4-mal. Gehbockfell, 2 Stück. Siehst du? Also brauchen wir noch 1. Gehbock Kadaver. Okay. Aber den richtigen Kadaver wollt ihr haben, ne? Wie war das hier? Gehbock Fell. Und der Speisewagen möchte den Gehbock Schädel. Okay. Gut, so viel dazu, denn schaltet nachher nochmal ein. Ich denke mal so, ja, eine halbe Stunde mache ich jetzt mindestens Pause, dann muss ich mal gucken, ob Olchi überhaupt irgendwas spielen möchte. In der Zeit könnte ich noch ein bisschen pokern oder so. Aber hier gewinnt man ja keine Kohle, nicht so wirklich, ne? Also, drücken wir lieber speichern und vielen Dank fürs Zuschauen. Für die neuen Leute, lasst gerne ein Abo da. Für die alten Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist hier falsch. Wann kommt eigentlich hier der Online-Modus? Und was ist hier los überhaupt? Spiel? Kann auch nicht mehr so lange dauern mit dem Online-Modus, ne? Mitte des Monats haben wir gesagt. Sind vorhin bei 43% gewesen. Mal gucken, was wir jetzt sind. 45%. Ich mache mal nochmal eine zweite Speicherung, um sicher zu gehen. Olchi schreibt klar. Das ist keine adäquate Antwort. Aber ja. Gut. Also Leute, bis gleich.